Hallo zusammen, das ist das Cooler Master H100, auch bekannt als Game Changer, und verglichen mit einem ganz normalen MIDI Tower ist das H100 definitiv kleiner, aber wir wissen alle, es geht immer noch kleiner. Cooler Master präsentiert mit dem H100 ein Mini-ITX-Gehäuse für LAN-Partys, HTPCs oder natürlich auch deinen Traum-PC im Mini-ITX-Format, möglichst klein, aber nicht Small Form Factor Design, weil das ist oftmals doch sehr teuer. Die Front besteht aus einem großen Mesh-Teil in der Mitte und zwei weiteren im äußeren Bereich, und mittig sitzt das Cooler Master Logo und dahinter sitzt der einzig verfügbare Lüfter in diesem Gehäuse mit einer gigantischen Größe, und zwar 200 mm mit RGB und einem 3-Pin-Fananschluss. Die Rückseite offenbart den inneren Aufbau, links befindet sich das Mainboard und rechts daneben dann das ATX-Netzteil, darunter sitzt dann die Grafikkarte. Das I/O-Panel bietet zwei USB 3.0 Ports, die Audio-Ports, Power- und Reset-Switch, und der Gehäusedeckel beinhaltet außerdem ein Mesh-Element, damit auch die warme Luft nach oben entweichen kann, und es gibt dann noch einen sehr praktischen Tragegriff. Das Seitenteil ist durch zwei Rändeschrauben gesichert und gewährleistet auf jeden Fall dann den Zugang zum Inneren. Gut, zunächst nicht ganz, denn als erstes fällt hier der SSD-Schlitten auf, der bis zu 2 SSDs aufnehmen kann. Baut man diesen jetzt aus, wird ersichtlich, dass das andere Seitenteil ebenfalls für eine Demontage vorgesehen ist, aber letztendlich bringt es nichts, das Teil abzunehmen. Somit erfolgt der Einbau als auch das Kabelmanagement nur von einer Seite. In der Front sitzt nun der 200er Lüfter ab Werk, aber es lassen sich auch kleinere Lüfter verbauen und somit natürlich auch Radiatoren im 120er oder 140er Format. Das geht allerdings nur, solange die Grafikkarte nicht länger als 180 mm lang ist, und diese Aussage ist schlichtweg falsch, der Beweis folgt gleich. Die Rückseite bietet zwischen Mainboard und Netzteil einen in Anführungszeichen gelochten Bereich, und diesen hat Cooler Master für das Kabelmanagement vorgesehen, und im unteren Bereich des Gehäuses lassen sich zwei weitere SSDs oder eine SSD und HDD verbauen. Das bedeutet jedoch auch, dass man im unteren Bereich keinerlei Lüfter installieren kann. Jetzt geht es ans Bauen, und mit exakt dieser Hardware werde ich dir jetzt beweisen, dass eine 210 mm lange GPU und ein 120er Radiator problemlos funktioniert, und ab geht's! So, meine Freunde, das ist der kleine Game Changer,
Und jetzt erstmal was zum Zusammenbau. Ich empfehle dir natürlich, alle Gehäusekabel unter dem Mainboard zu verstauen. Der 120er Radiator passt in der Front mit einer 90-Grad-Drehung problemlos rein und somit natürlich auch hinter dem 200er Lüfter. Und der Lüfter deckt letztendlich ca. 80% der Radiatorfläche ab und somit also vollkommen in Ordnung. Als Elementar bei diesem Gehäuse sehe ich eine sehr effiziente Grafikkarte, seitens Nvidia zum Beispiel, die nicht sonderlich warm wird, denn im unteren Bereich kann die Karte kaum Luft anziehen und somit gibt es eigentlich nur bzw. hauptsächlich Luftzufuhr bzw. kühle Luft durch den 200er Lüfter in der Front. Ganz wichtig, alle Kabel, die du irgendwann mal brauchen solltest bzw. sofort brauchst, bitte vor dem Netzteileinbau anschließen und dann das Netzteil, anders als bei Cooler Master angegeben, mit dem Lüfter zum Mainboard hin ausgerichtet positionieren. Warum? Naja, es bringt letztendlich nichts, wenn das Netzteil andersrum ist und der Lüfter zu sehen ist und darüber nun die SSDs positioniert werden und der Lüfter dann damit noch weniger Luft anziehen kann. Durch den kleinen Part zwischen Mainboard und Netzteil kann ebenfalls Luft entweichen, es sei denn, du hast dich dafür entschieden, Kabel wie zum Beispiel von Cooler Master vorgesehen unterzubringen. Beginnen wir jetzt mal mit dem Test, wie üblich zunächst mit dem Punkt Airflow und hier bin ich der Ansicht, dieser funktioniert doch sehr gut, obwohl nur ein Gehäuselüfter vorhanden ist. Der 200er Lüfter läuft mit maximal 800 Umdrehungen pro Minute und zieht massig Luft an, die dann wiederum durch das Netzteil und diverse Öffnungen im Heck entweichen kann und aktiv durch das Netzteil rausbefördert wird. Daraus ergeben sich dann folgende Temperaturen: 66 Grad für die CPU und 70 Grad bei der GPU. Das Cooler Master H100 ist ein sehr schönes und gutes Mini-ITX-Gehäuse, aber es ist nicht perfekt. 4 Speichermedien sehe ich bei einem LAN-PC, HT-PC oder sonst irgendeinem PC als total oversized. Wenn man mal überlegt, wie viele Speichermedien in der Regel zum Einsatz kommen, das ist dann letztendlich eine Konfiguration aus einer SSD und einer HDD, vielleicht noch eine M.2 SSD. Und somit hätte ich mir persönlich gewünscht, dass zum Beispiel letztendlich dann der untere Bereich unterhalb der Grafikkarte mehr für die Luftzufuhr bzw. Abfuhr genutzt werden kann, anstelle von Speichermedien, die man irgendwo zum Großteil gar nicht braucht oder hat. Außerdem bzw. anstelle des ATX-Netzteils hätte es auch ein SFX-Netzteil getan, denn dadurch wäre ein CPU-Kühler mit mehr als 83 mm sogar denkbar und sogar vielleicht auch noch ein 80 mm Hecklüfter wäre möglich gewesen. Ich bin der Ansicht, trotz dieser kleinen Punkte ist das Ganze mit effizienten Komponenten auf jeden Fall eine sehr schöne Konfigurationsmöglichkeit im ITX bzw. Mini-ITX-Format. Und wenn du jetzt sagst, bau doch da mal bitte mal irgendwas Cooles mit, wo ich denke, wie wäre es mit einem LAN-Party-PC, auch wenn LAN-Partys irgendwie immer weniger werden, wozu rausgehen, wenn man Internet hat und Discord, Skype, Teamspeak und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, einfach mal machen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es bitte mal unten in den Kommentaren so rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und damit bis neulich und ganz genau, ciao!